Hallo liebe Vespa-Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute beim Cafe Racer 69 Team in Berlin und das Projekt geht weiter, British Classic. Ihr dürft uns heute wieder begleiten und gespannt sein, was als nächstes kommt. Viel Spaß! Da haben wir sie. So, Schnick, Schnack, Schnuck. Und jetzt kann man das entweder wie Abzieher oder man nimmt einen Gummihammer und tuck, 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 wie man möchte. So. Schrums, da ist es schon. Siehst du, so einfach. So, und der Vorteil, wenn man das gerade alle bei einem Neufahrzeug macht, man sieht hier ganz gut, dass ab Werk immer gespart wird am Fett. Oh ja, Ja? ziemlich trocken. Das Ne? ist ziemlich wenig. Genauso am Lenkkopflager auch selber ist ziemlich wenig Fett. Und zwar einmal haben die Serienbremsscheiben eine Laufrichtung. Wenn man die Originalbremsscheibe ändert, immer auf die Laufrichtung achten. Da ist ein Pfeil drauf. Diese Schrauben hier, ja, die haben so einen ganz kleinen Innenvielzahn, wie man sieht. Eigentlich unterdimensioniert für die Kraft, die hier hinter steckt. Die sind nämlich alle eingeklebt. Oh. Und solange, wenn das Fahrzeug auch noch viele Kilometer runter hat oder ja, 10.000, 15.000, man sagt, oh, ich wechsle meine Bremsscheibe, die Dinger richtig heiß machen. Also hier hilft echt Geduld. Geduld macht hier wirklich, schafft hier wirklich Zeitersparnis, weil wenn die Dinger rund sind, dann ist scheiße. So, hey, kommst du rum? Dann kannst du ihn halten. So, weg. Wunderbar. Ruhig richtig draufhalten. Kannst du da weitermachen. So, dann haben wir hier die Wave-Scheibe. Ist auch wieder eine Laufrichtung. Und da sehen wir nämlich genau, gut, dass du es ansprichst, hier gibt es keine Laufrichtung. Ja, keine Laufrichtung. Das Einzige, was wir hier drauf haben, sind die KBA-Nummern, ne, also die Zulassungsnummern, die mit der ABE halt übereinstimmen. Und jetzt können wir ja nochmal gucken, dass man die vielleicht auch vernünftig sehen kann. Das Ding ist so dran, also bauen wir sie so rum rein. Ja. Dann kann man von der Bremsenseite das ganz gut sehen, weil hier verdeckt die Felge ja wieder so ein bisschen viel. Das macht es dem Prüfer dann ein bisschen leichter. Aber es wäre egal bei dem Fahrzeug, tatsächlich egal. Hier reicht wirklich ganz wenig, ja? Nicht übertreiben, ganz, ganz wenig. Da gibt es ja auch mittlere Stärken. Es gibt verschiedene Stärken von diesem Loctite, genau, das ist ja der Klassiker. Es gibt verschiedene Schraubensicherungsmittel, aber Loctite kennt jeder oder kennen die meisten. Ja, das ist schon fast zu viel. Ja, die immer schön über Kreuz erstmal runterziehen. So, also immer wie ein Reifen. Same, same. So, knack. Und ich empfehle, die auch tatsächlich per Hand zu drehen, weil, wie gesagt, diese Gewinde sind ein bisschen, nicht die Gewinde, sondern der Innenvielzahn ist schnell rund und das ist dann ärgerlich. Da hat man einfach unnötig viel Arbeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 bis 20 Newton, 15 Newtonmeter, 15 bis 20, wenn jemand einen Drehmomentschlüssel hat. Ansonsten, das ist relativ wenig. Häufig kann man das wirklich relativ locker aus dem Handgelenk machen. Also ist schon fest, aber eben so. So, wunderbar. Am Lenkkopflager und an solchen Lagern Bootsfett. Sehr zu empfehlen. Bootsfett? Ja, okay. Sehr zu empfehlen ist nämlich, machen wir hier mal ein bisschen was rein. So, dann kann man den Kram wieder zusammen. Und das siehst du, dieses Seering, den musst du nur rausnehmen, wenn du das Lager erneuern willst. Gewechselt wird, ne? Wobei es gibt das als komplett mit Lager. Ja? Die komplette Radaufnahme, da sind die Lager schon drin, das kostet auch nicht die Welt. Das macht die Sache, wenn man es zu Hause macht, dann doch leichter, wenn man kein Lager einschlagen muss. So. So. Schon.
Jetzt brauchen wir der Sicherungskorb wieder drauf und da sind ja so Löcher. Sicherungskorb passt immer so passt dann der Dings nicht durch. So, jetzt machen wir uns noch einen splintenneuen. Dann nehmen wir den Seitenschneider. Einmal so rum und einmal so rum. So. So, dann ziehen wir das einmal fest hier. Biegen das um. Klack einmal und klack zweimal. So. Und gesichert der ganze Spaß. Wunderbar. Und in diesem Fall Was sind das jetzt für Bremsen, die reinkommen? verwenden wir aus der Rollerbox Stuttgart die Porco Nero, wobei das ist eine Bremse der Firma Spiegler, die halt gebrandet wurde und wahrscheinlich auch angefertigt eigens für die Rollerbox, aber es ist eine Spiegler-Bremse. Also eine deutsche Bremse, auch alles gut. Auch eine Vierkolbenbremse, genauso wie man das bei der Brembo hätte. Vorteil hier, man braucht halt keinen Adapter dazwischen, wie bei der Brembo zum Beispiel. Ne? Die Brembo funktioniert so nicht. Das liegt jetzt hier schon schön auf einem Lappen, man kann das auch rumtropfen, das ist uns dann egal. So, hier haben wir 2 neue Dichtfittiche und eine neue Hohlschraube haben wir auch. So, weg damit. Aber im Grunde lässt sich das eingebaut genauso gut machen wie ausgebaut. Das ist tatsächlich keine Hürde. So, jetzt muss der Kollege hier dran. Immer mit der Hand ansetzen, weil dann hat man ein Gefühl. Und jetzt setzt sie gerade, das merken wir schon. So, wir setzen das jetzt alles nur an, so richtig festziehen. Du musst ja gucken, wo der Schlauch nachher liegen muss. Genau, Dann. das können wir dann da später. Die nicht, weil da kommen wir ja nicht mehr ran. Ne? Das heißt, die ziehen wir jetzt fest. So. Dann kannst du mal wieder festhalten, bitte. So, natürlich auch immer über Kreuz, ist natürlich viel schöner. So. So, und jetzt ziehen wir das nochmal von der Hand nach und dann sind wir schon happy. So, jetzt können wir die wieder rausnehmen. Dann müssen wir alles hinterher fleißig entlüften. Klang. Immer schön Lappen drunter legen. Klang. So. Jetzt kommt der Kollege daran. So, die Bremsbeläge ein bisschen auseinander. So. Ja, Mama. Okay. Und jetzt hier unten. Okay. Noch nicht festziehen, weil da oben ist ja ein Langloch. Hier kann man ja sehen, wenn man die Scheibe wegnimmt, hier ist ein Langloch. Man kann die einstellen. Also die Scheibe, den Bremssattel. So. Und jetzt kann man das nämlich, also den Seriensattel, kann man so verschrauben, den hier gar nicht mehr, den kann man so verschrauben, dass der
verkantet. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen, man kann den rausziehen ein Stück. Deswegen ist es ja oben auch ein Langloch. So. Läuft wunderbar. Und jetzt ziehen wir das einmal fest. Knickknack, 25. Knickknack. Das waren 27 sogar schon. So. Ich bevorzuge tatsächlich das hier. Knappe 30 Newtonmeter. So. Scheibe einmal mit Bremsenreiniger abgewischt von den Fettfingern. Die Staubkappe ab. So. Staubkappe weg. Wunderbar. Okay. So. Den lassen wir da schon mal drauf. Hops, die Faust. So. Schön beiseite gelegt. Deckel ab. Und jetzt sieht man hier drinnen auch, hier gibt es auch eine Markierung für Maximum. Ne, vorne für Maximum. Hier muss man natürlich immer aufpassen, diese Maximum-Markierung bezieht sich auf gerade Lenkerstellung, weil siehst ja jetzt, wie der Flüssigkeitsstand wandert und man das ja nicht voll machen könnte, ohne dass es rausläuft. Ja, also da ein bisschen aufpassen. Hier Entlüfter, der saugt praktisch die ganze Zeit unten am Entlüfternippel und das erleichtert, zieht also die Flüssigkeit mit durch. Luft unten durch. Das macht die Welt für mich ein bisschen leichter. Ja. Man kann das Ganze natürlich auch, also ihr braucht immer irgendwie einen durchsichtigen Schlauch, dass man sieht, dass die Flüssigkeit läuft, dass man Blasen sehen kann. Man kann das Ganze natürlich auch manuell machen, indem man dann besser zu zweit, geht auch alleine, aber besser zu zweit, indem unten einer öffnet. Hier oben fängt einer an zu pumpen und pumpt die Bremsflüssigkeit manuell Stück für Stück durch. Ja, genau, das kann man sehen. Und dann oben, man muss sich dann abwechseln, wir können es ja mal einmal zeigen. Und zwar, wir öffnen das hier unten und pumpen jetzt hier oben rein. Und jetzt hält man die Bremse oben gedrückt, ja, und kann dann unten wieder schließen. Weil würde man die Bremse nicht gedrückt halten, würde man sich die Luft eventuell zurückziehen. Stimmt. Ja, weil der Kolben geht ja auch in die andere Richtung. So, und dann kontrolliert man mal zwischendurch immer schön den Flüssigkeitsstand, der ja jetzt schon gesunken ist. Ja, und füllt den immer entsprechend auf. Immer mit DOT 4 natürlich. Es gibt DOT 4, DOT 5. Aber hier ist alles mit DOT 4. So, und da wir jetzt nicht pumpen wollen, machen wir das jetzt, indem wir jetzt kann man hier wunderbar zugucken und muss eigentlich nur noch den Flüssigkeitsstand im Auge behalten. Als Faustregel, ich mache als ersten Schritt immer so 2, 3 Füllungen. Also so mehr oder weniger, 2, 3 Pi mal Daumen, so 2, 3 Füllungen. Man kann auch zusätzlich pumpen, jetzt ist das möglich, ja, weil ja unten immer gezogen wird mit Luft, deswegen kann keine Luft nachrücken. Wichtig ist nur, wirklich, wirklich wichtig, immer nachfüllen, weil wenn du dir hier wieder Luft reinsaugst, dann lüftest du dich zu Tode. Also die kriegst du auch nicht in die andere Richtung wieder raus. So, jetzt gucken wir mal. Wir schließen den Spaß jetzt hier mal. So, ich mache das mal aus, damit man ein bisschen besser hört. Normal lasse ich das immer laufen. Mach das mal richtig zu hier unten. Und schau mal, wie der Bremsdruck sich entwickelt hat. So, der erste ist leer, der zweite ist leer. Und hier kommt er langsam. Was jetzt daran lag, A, ist Flüssigkeit nachgerückt, B, die Bremsbeläge, die lagen ja noch nicht an der Scheibe an. Die haben wir ja reingedrückt. Die haben die Bremskolben, die 4 Bremskolben haben wir zurückgedrückt. Deswegen lagen die locker da unten rum. Okay. Ja? Und das waren jetzt die ersten 2, dass er sie erstmal an die Scheibe rangepumpt hat. Ja, und du siehst, hier haben wir schon Druck. Das ist ganz gut sogar.
Ja, ich würde nochmal nachentlüften einmal jetzt und bin der Meinung, dann dürfte das aber schon gut sein. So, ich fülle mal wieder auf. Du siehst ja auch, wie viel nachgerückt ist. Ne? Und das ist das Stück. Das ist das Stück jetzt zum Beispiel. Das wäre same, wenn die Bremsbeläge sich verschleißen, wenn sie abnehmen, dünner werden. Ne, dann rückt die Flüssigkeit natürlich nach, weil die Bremskolben unten am Bremssattel halten die Belege immer an der Scheibe dran, ne, dass du hier nicht ewige Bremswege hast, bis die Dinger greifen. So, jetzt gucken wir noch mal ein bisschen nach. Und ich muss sagen, die Spiegler-Bremse hier, also Spiegler ist ja der Hersteller dieser Bremse, ist wirklich, die ist vorbefüllt, die lässt sich relativ easy entlüften, was man von der Brembo an der Stelle nicht sagen kann. Da bedarf es tatsächlich deutlich mehr Geduld, bis die anfängt zu bremsen, also einen Bremspunkt entwickelt. Das ist bei der hier fast, also nicht nur fast, sondern genauso wie bei der Serie. Klick, klack, man hat das relativ schnell einfach entlüftet und siehst du, der Bremspunkt ist jetzt deutlich knackiger. Oh ja. Ja? Deutlich. Haben wir noch ein bisschen nachentlüftet. Super. Ganz toll. So, jetzt füllen wir da noch ein bisschen auf. Wobei das so schon okay ist. Ne, man hat hier vorne, das Ding ist voll. Und selbst wenn man da eine Mini-Blase oben sieht, super. Ich würde hier an der Stelle nicht zu übereifrig sein, weil das ist okay so. Klar kann man von mir aus noch ein Müh draufkippen, ja, aber nur ein Müh, weil, klack, so. Weil wenn ihr das zu voll macht, wenn man das zu voll macht und setzt jetzt den Deckel an, setzt den wieder auf, Gummi immer ganz wichtig, ja, und setzt das hier an, dann läuft das über. Und das ist ja auch blöd, weil das greift den Lack hier an und. Und das ist übrigens auch ganz interessant, wenn die Bremsflüssigkeit absackt, ja, dann, ich nehme den mal ab hier, na komm her, wenn die absackt, dann geht dieser Gummi hier, flupp, raus, ja, so ist das dann, alles ein bisschen glatter und schöner als so, ne? Und hält also hier auch immer die Bremsflüssigkeit, also hält, dass hier nicht zu viel Luft in dem System ist und gegebenenfalls auch durch Neigung, was auch so alles ausgeschlossen ist, aber theoretisch wäre es möglich, das ist nicht nur ein Dichtgummi, sondern er hält auch die also die Luftbereiche drin knapper, indem man nachrückt, damit du, wenn du, sagen wir mal, eine ganz krasse Kurvenfahrt hast, könnte die Bremsflüssigkeit, wenn da eben, weil nur noch kaum Bremsbeläge da sind, die Bremsflüssigkeit ist abgesunken, du hast eine extreme Kurve, könnte das ja passieren, dass Luft in das System kommt. Genau. Und das darf ja nicht passieren und das passiert so auch nicht. So, klack, drauf, Schräubchen wieder rein und hier auch eine generelle Bitte, wenn ihr sowas macht, diese Schrauben anziehen, anziehen, also schon zu, das ist klar, reicht. Die muss man nicht festballern. Jetzt kommen wir zum hässlichen hinteren Teil. Okay, das ist jetzt nicht mehr so leicht. Es wird nicht ganz so schnell gehen, weil der Leitungsweg nach hinten natürlich ein deutlich längerer ist. Musst du mehr nachkippen. Ja, nicht nur mehr nee, das gar nicht, sondern ja, wir müssen insgesamt mehr nachkippen, natürlich, aber bis die Luft von hier vorne oder wo auch immer sie steckt, bis die da hinten wieder raus ist, wobei die Luft ja hier eigentlich da hinten steckt, ne, weil wir ja vorne nichts auseinandergenommen haben für die Hinterradbremse, aber ist halt durch die deutlich längere Leitung auch ein bisschen mehr Geduld gefragt, mehr nicht, ist nicht schwieriger. Hier siehst du, ne? Ja, Bremsflüssigkeit ist nachgerückt, ne? Also abgesunken, dadurch ist der draußen. Klong, klong. Da es ja ein geschlossenes System ist, da drinnen entsteht dann ein Unterdruck. Das ist ein geschlossenes System, ne? Das kommt ja nicht von selber raus, sondern durch die fehlende Bremse entsteht hier drin ein Unterdruck und dann zieht er diesen dünnen Gummi halt runter. Und so. Es läuft ganz hübsch.
Kann auch hier ein bisschen nachhelfen. Wie gesagt, das Pumpen und Loslassen geht nur, wenn da hinten jemand dauerhaft dran zieht. Ne? Man könnte das auch mit einer Spritze machen. Spritze Schlauch hinten und ziehst es raus. Oder auch umgekehrt. Du kannst auch durchpumpen von da nach da. In alle Richtungen. Hauptsache, du kriegst die Luft da irgendwie raus. Das ist der entscheidende Fakt. So, dann gucken wir mal, wie viel Luft wir hier hinten hatten. Schauen wir mal, was sagt denn unsere Bremse? Wunderbar. Toller Bremspunkt. Auch hier wäre beim ersten Mal, ne? Fupp, erst die Belege dran. Jetzt sitzen die Belege in der richtigen Position. Toller Bremsdruck. Bleibt. Gute Bremse. Ja. Ja, das ist immer schön, wenn sich auch so eine Bremse leicht entlüften lässt. Das ist schon immer schön. Geht mit der Serie aber auch ganz easy. Genauso easy. Natürlich wird nicht gewechselt die Flüssigkeit im ABS-Block. Die lässt sich auch nicht wechseln. Ja? Die bleibt dort immer drin. Hier reden wir aber von 2-3 Millilitern, die da drin sind in dieser geschlossenen Anlage. In dem Moment, wo das Fahrzeug aus ist, ist ja die Bremspumpe auch außer Betrieb. Das heißt, dass der Kanal, die Leitung umgeht den ABS-Bereich jetzt beim Entlüften. Okay. Ja, also das, was da drin ist nicht entlüftbar. Das bleibt immer da drin. So, jetzt gucken wir nach dem Füllstand. Genau, füllen wir es ein bisschen auf. Siehst du, das meine ich mit daneben laufen. Gut, dass das Papier läuft. Ja, genau. Dann machen wir das. Ja, ist auch ein bisschen voll, wie ich finde. Saugen wir uns mal was raus. So finde ich das viel schöner. Ja. So. Ja. Das machen wir, wenn wir den Deckel zu haben. Gleich sauber. Richtig rum drauf. So. Und genauso wie drüben. Nur festziehen. Nicht anballern. So. Fest. Bremsdruck. Super. Wenn man beim Entlüften selber, bei seiner Serie oder whatever, ja, an einen Bremspunkt kommt, wo man sagt, der ist immer so weit hinten und la, ist da vielleicht irgendwo in der Leitung noch ein bisschen Luft. Das kann durchaus sein. Ja. Hier kann man sich behelfen. Das ist so ein Trick, indem man, kennen bestimmt die meisten oder viele, indem man den Bremshebel über Nacht mit einem Kabelbinder oder was auch immer man hat, ranzieht, soweit es geht, und ihn so über Nacht stehen lässt. Dadurch entsteht ein Dauerdruck auf der Leitung. Luft hat die Eigenschaft, sie will nicht komprimiert werden, ja, genau, und will diesem Dauerdruck auch entweichen. Deswegen wandert sie nach oben. Ja, dadurch hast du dann durchaus am nächsten Morgen, ja, wenn du das über Nacht mal machst, einen ganz anderen Bremspunkt als vorher, weil die Luft entwichen ist. Weil wenn du dir das mal anguckst hier, wie diese Leitungen laufen, in was für Schlaufen hier hinten, ja, ich meine, wenn hier jetzt eine Luftblase drin ist, ist schon doof, die da rauszukriegen. Das ist nicht ganz einfach, ne? Weil es ja keine geraden Leitungen sind, sondern die laufen wirklich. Ne? Aber wir haben es ja gesehen, es war trotzdem kein Drama. Das ging recht fix. Ging recht fix, den Auto zu entlüften. So, liebe Vespa-Freunde, das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter mit meinem British Classic Projekt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, bitte meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch die News immer bekommt, wann der neue Teil rauskommt. Seid gespannt, es geht bald weiter. Fahrt vorsichtig, bis dann. Ciao.